In diesem Video lernen wir Bolivien so richtig kennen. Wir entdecken die Großstadt La Paz und verlieben uns in die Region rund um den höchsten Berg Boliviens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Licht wird immer krasser. Und so langsam geht's durchs Eis. Ob wir das machen können oder nicht. Die dürfen tacken. Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Und schon tief. Mal wieder eine Palette Eier? Also ich glaube, wir machen schon die Valle de Luna-Rundfahrt. Ja, ich glaube auch. Wir steuern bei nicht so wirklich gutem Wetter die Metropolregion von La Paz an. Bevor wir unseren Stellplatz erreichen, legen wir noch einen kleinen Stopp ein. Wir besuchen die Käserei Flor de Leche. Neben einem kleinen Restaurant kann man hier auch Käse zum Mitnehmen kaufen. Und das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Denn der Käse hier wird nach europäischem Vorbild gefertigt und der kleine Betrieb hat auch insgesamt einen sehr guten Ruf. Und so geht es gleich mit mehreren Produkten im Gepäck weiter zu unserem geplanten Stellplatz. Der Campground soll wirklich schön sein. Für die Größe unseres Fahrzeugs aber nicht ganz so einfach zu erreichen. Es gibt aber noch eine zweite Einfahrt weiter oben, die auf eine Grünfläche oberhalb führt, auf der wir stehen dürfen. Da. Also nee, wir sind da. Ich würde sagen, das ist die nächste Station. Aber vielleicht fragen wir sie auch einfach mal, welche die nächste Station ist. Guten Morgen. Wir haben herrlich geschlafen auf 3200 Meter. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass man sowas sagt, weil normalerweise, wenn man hochfährt, schläft man nicht herrlich da. Aber nach über einer Woche auf 4000 Meter war es eine super Nacht und die Sonne scheint und wir fahren jetzt mal in die Stadt. Ein bisschen Seilbahn fahren und dann fahren wir zum größten Freiluftmarkt der Welt nach El Alto. Der Weg vom Campground zum Duschen und so weiter ist noch ein bisschen weiter. Wir müssen jetzt auch zur Rezeption, weil wir ein Taxi brauchen. Mit dem Taxi geht es also zur nächstgelegenen Seilbahnstation. Ja, sehr. Ach, einfach reingehen, wa? Sehr easy. Ohne dass einer was sagt? Okay. Ohne anstellen? Die Teleférico ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel in La Paz. Seit 2014 verbindet sie die Stadt mit El Alto, das deutlich höher liegt. Zwar sind La Paz und El Alto grundsätzlich getrennte Städte, inzwischen verlaufen ihre Grenzen jedoch ineinander, sodass sie wie eine große Stadt wirken. La Paz liegt in einem tiefen Tal. Viele Straßen sind eng und steil. Deshalb kommt man mit dem Auto oft nur sehr langsam voran. Die Seilbahn war hier eine einfache Lösung, die das Leben vieler Menschen vereinfacht. Sie fährt direkt über den Verkehr hinweg und bringt schnell ans Ziel. Vor allem, da es heutzutage viele verschiedene Linien gibt, die große Teile der Stadt verbinden. Und ganz nebenbei hat man aus der Gondel auch einen beeindruckenden Blick über die Stadt. Jeden Donnerstag und Sonntag verwandeln sich die Straßen hier in El Alto in einen der größten Straßenmärkte in Südamerika. Dann erstreckt sich der Markt über mehr als 10 Kilometer durch die Stadt. Schätzungen gehen davon aus, dass mehrere tausend Händler hier ihre Waren anbieten. Von frischen Lebensmitteln über Kleidung bis hin zu Elektronik und Ersatzteilen. Hier bekommt man scheinbar alles. Verkauft von Familien und Kleinbetrieben aus dem Umland. Eins kann man sagen: Es ist laut, riesig und teilweise sehr unübersichtlich und damit wohl ein sehr authentischer Ort, um den Alltagstrubel in Boliviens Großstadt zu erleben. So, mit dem Markt sind wir jetzt durch. Die ganzen Shops mit den Autoteilen und Klamotten und Elektrogeschichten haben wir gesehen. Und jetzt sind wir mit der Bahn wieder ein Stück weiter gefahren in Richtung Innenstadt. Ja, und das gucken wir uns jetzt mal an.
Wir schlendern ein bisschen durch die Gassen, schauen in Läden und besuchen dann den wohl besten Italiener der Stadt. Und dann geht's mit vollen Bäuchen mit der Seilbahn und dem Taxi zurück zum Campground. Guten Morgen von Tag 2 aus La Paz, beziehungsweise vom Campground, und wir fahren jetzt wieder nach La Paz und machen eine Tour mit dem Gerd. Das ist eigentlich schon eine Legende in La Paz, ist seit über 40 Jahren hier und der führt uns einmal durch La Paz durch, geht in die Tür auf, also. Und unser Taxi ist auch schon da. Wie auch gestern schon, geht es mit dem Taxi zur Seilbahnstation. Dort wartet Gerd schon auf uns, der uns mit in sein La Paz nimmt. Wir schauen uns die Stadt aus der Gondel an, erfahren mehr über die Architektur und den Verkehr der Stadt und besuchen die wichtigsten und schönsten Orte. Er nimmt sich jede Menge Zeit. Wir erkunden ganz viel zu Fuß und dürfen jederzeit Fragen stellen. Im Herzen von La Paz liegt die Plaza Murillo, ein Ort, an dem Geschichte, Macht und Alltag aufeinandertreffen. Umgeben vom Regierungspalast und Parlament ist dieser Platz das politische Zentrum Boliviens. Obwohl Sucre offiziell die Hauptstadt Boliviens ist, schlägt das politische Herz des Landes genau hier, denn La Paz ist der offizielle Regierungssitz. Übrigens auf 3600 Metern Höhe der höchstgelegene Regierungssitz der Welt. Zum Mittag gibt es für uns eine der bekanntesten Spezialitäten Boliviens, Salteñas. Auf den ersten Blick erinnern sie an Empanadas, doch der Unterschied liegt im Inneren. Die Füllung ist saftig bis fast flüssig. Typisch ist eine Mischung aus Fleisch, kombiniert mit Kartoffeln, Ei, Oliven und einer leicht süßlichen, würzigen Soße. Wir fahren nochmal nach El Alto. Dieses Mal findet kein Markt statt und wir schauen uns eher die Einkaufspassagen an, in denen die Einheimischen ein- und ausgehen. Denn in La Paz gehört traditionelle Kleidung bis heute ganz selbstverständlich zum Alltag. Besonders prägend ist das Bild der sogenannten Cholitas, indigene Frauen, die ihre Tracht mit Stolz tragen. Typisch sind mehrere übereinanderliegende weite Röcke, sogenannte polleras, kombiniert mit einer bestickten Bluse und einem Schultertuch. Als letzter Punkt unserer Tagestour durch La Paz und El Alto steht der sogenannte Hexenmarkt auf dem Plan. Zuerst geht es zu den Schamanen, die in La Paz für viele Menschen bis heute zu ihrem Alltag gehören. Sie bieten Segnungen an, deuten Zeichen oder helfen bei wichtigen Entscheidungen, sei es für Gesundheit, Erfolg oder Schutz. Dann geht es zu den kleinen Handwerksbuden. Wir lassen Martins Wanderschuhe nochmal vernähen, da sie sich nach dem letzten Reparaturversuch schon wieder auflösen. Und dürfen einem Hutmacher über die Schulter schauen. Genau dein Stil. In vielen Läden hier findet man alles rund um die Zeremonien der Schamanen. Neben Kräutern, Amuletten und leider auch Lama-Föten gibt es hier vor allem Mesas. Häuser, Geldscheine, Lebensmittel oder Figuren, die für Wünsche und Lebensziele stehen. In Ritualen werden diese Platten von den Schamanen verbrannt. Es hagelt! Kurz vor Ende der Tour. Nochmal ein Kleintagen. Aber die Seilbahn ist schon in Sicht. Nach 10 Stunden heißt es für uns dann also mit der Gondel durch den Regen zurück zu unserem Stellplatz. An dieser Stelle noch ein Riesendank an Gerd für diese tolle, informative und ganz besondere Städtetour durch La Paz. Markus und Julia versuchen mal da oben
bei der Tankstelle, da wo dieses rot-weiß-blaue Dach ist, zu fragen, ob wir ein bisschen Diesel bekommen. Seit ein paar Tagen ist ja der neue Präsident im Amt in Bolivien und der hat natürlich versprochen, dass es wieder Diesel gibt. Und was wir so beobachtet haben, sahen die Schlangen an den Tankstellen auch nicht mehr so lang aus. Ist halt nur die Frage, ob hier jeder was bekommt, weil Ausländer bekommen nämlich nicht immer was. Es gibt ein paar Tankstellen, die wir kennen, aber die sind noch ein bisschen weiter südlich und wir würden natürlich gerne möglichst viel mitnehmen, damit wir keine Probleme unterwegs haben und haben es wie bekanntlicherweise immer besser als brauchen. Die ganz rechte Schlange mit hoch, was hinter der LKW. Markus hat gerade gefunkt, wir dürfen tanken. Die Schlange geht bis auf die Straße, aber wir haben eine gute Position. Bevor wir das erste Mal tanken, in Bolivien kippen wir mal ein bisschen Additiv rein, damit der schlechte Diesel ausgeglichen wird. Muss erstmal reichen, wir haben ja noch relativ viel drin. Extra in Lima im Liqui Moly Shop gekauft, weil sonst ziemlich schwer zu bekommen. Also Markus und ich sind ja eben hier hingegangen und haben gefragt. Sie hat gesagt, es geht, wenn wir eine ausländische License Plate haben, also ein Kennzeichen, würden wir halt einen externen Preis kriegen, aber es würde funktionieren. Von daher, wir sind gespannt, wir wissen nicht, wie teuer es ist, aber es wird immer noch günstig sein und Hauptsache, wir haben diese. Jetzt müssen wir noch was freigeben. Oh, no. Der Tank ist voll. Ging nur 25 Liter rein. Hätten wir das gewusst, hätten wir nicht unseren Kanister vor ein paar Tagen eingefüllt, weil den durften wir nämlich nicht füllen. Und wir haben jetzt den ausländischen Preis bezahlt. Sie mussten auf ihrem Terminal auch auswählen, aus welchem Land wir kommen. Und demzufolge der ausländische Preis ist 8,88. Aber wenn man berechnet, dass wir zuletzt für $1 zu 12,5 Bolivianos getauscht haben, haben wir 75 Dollar-Cent bezahlt, was glaube ich immer noch ziemlich günstig ist. Wahrscheinlich werden wir knapp um die 60 Cent pro Liter rauskommen. Wir sind wieder auf 4000 Meter und haben es geschafft, nicht durch La Paz zu fahren, weil da soll es ziemlich chaotisch sein. Wir sind einmal gut außen rum gefahren und jetzt geht es weiter Richtung Süden zum nächsten Highlight. Hier sind die Schlangen aber noch lange. Wir waren jetzt eben auf dem Weg nochmal Käse kaufen. Und weil es einen Moment gedauert hat, weil ich eine Packungsgröße wollte, die nicht im Kühlschrank lag, haben wir eine kleine Führung bekommen. Und das war tatsächlich sehr interessant, weil diese Käserei ein sehr ausgeklügeltes System hat, was so ein bisschen den ökologischen Anspruch, den sozialen zusammenbringt. Das heißt, die beziehen ihre Milch von Einheimischen, die 1 bis 3 Kühe haben, die jeden Morgen dann die Milch abgeben. Wir haben selber auch so Felder hinten dran und so Systeme, wo dreckiges Wasser gefiltert wird und Überreste recycelt werden oder kompostiert werden. Und die stellen zum Beispiel auch überwiegend Frauen ein und haben einen eigenen Kindergarten. Also es war sehr, sehr interessant und natürlich auch der Produktionsprozess und die vielen Käse. Und für uns freuen wir uns natürlich, dass wir leckeren Käse haben, der so ein bisschen die Außenwirkung schmeckt. Wir sind im Sayama National Park angekommen. Hier am Eingang müssen wir uns jetzt einmal registrieren, das macht Jesse. Und wir haben schon über 100 Kilometer Entfernung den Sayama selber gesehen und der ist schon ganz cool. Der steht hier hinten. Haben wir, glaube ich, während der Fahrt jetzt öfters schon mal eingeblendet. Und jetzt fahren wir noch ein bisschen weiter
Noch ungefähr 10 Kilometer sind es und dann sind wir in dem kleinen Örtchen und da werden wir erstmal unser Lager aufschlagen. Da thront er mächtig mit über 6000 Meter. Ich glaube, es ist der höchste Berg Boliviens. Ja, brauche ich rennen, alles gut. Müssen wir hier irgendwie hochfahren. Wir haben unser Plätzchen erreicht für die Nacht. Dieser Ort ist jedoch auch mehr als nur der Platz für die Nacht. Es ist auch der Ausgangspunkt für die Tour, die Julia, Markus und Martin am nächsten Tag vorhaben. Und dafür gilt es am Abend noch die Ausstattung auszuprobieren und auszusuchen. Guten Morgen, es ist 1:30 Uhr. Ich mache mich auf den Weg zum Frühstück, habe eigentlich ganz gut geschlafen und um 2 Uhr fahren wir dann los zur heutigen Wanderung. Der Himmel ist sternklar, hoffen wir, dass es so bleibt. Es ist 1:48 Uhr, ich bin seit einer halben Stunde wach und gleich in 10 Minuten geht's los zur heutigen Wanderung. Für Frühstück haben wir auch schon. Ohne Teller, Brot mit Marmelade. Wir sind auf 5380 Meter angekommen und es sind schon 5 andere Autos da. Unser Guide fährt noch ein bisschen vor und es ist auch schon ganz schön frisch. Es wird langsam heller und die Sicht ist jetzt schon der Wahnsinn. Da hinten der Sayama. Und da unten aus der Rinne sind wir gekommen. Wir haben die Gruppe, die die ganze Zeit vor uns war, überholt. Und das Licht wird immer krasser. Wir sind jetzt auf über 5800 Meter. Aber wir brauchen noch 2 Stunden. Das heißt, so gegen 7 sind wir wahrscheinlich oben. Wir sind bei 5,9 und so langsam geht's durchs Eis. Ganz schön frisch geworden. Wir haben Sonne und wir sind auf den letzten Metern. Die Finger sind aber auch nicht kalt geworden. Aber wir haben es geschafft. Wir sind da. Der Acotango, Martins erster 6000er und wohl einer der beeindruckendsten Gipfel der Andenregion, der einen fantastischen Blick über die Region bietet. Als erstes auf den Gipfel und gehen auch als erstes wieder runter. Zehen und Fingerspitzen sind kalt, aber sonst geht's. Wir hoffen,
dass die Sonne gleich noch ordentlich Kraft hat und uns aufwärmt. Jetzt wurden wir nämlich eigentlich gewarnt, dass es beim Runtergehen sehr warm werden soll. Auf dem Rückweg gibt es einen leicht anderen Weg. Wir fahren hier ein Schuttfeld runter. Die Steigung kommt mit Sicherheit mal wieder nicht rüber, aber 45 Grad werden es wohl schon sein. Wir haben die Abfahrt geschafft. Die steilsten Stücke sollten jetzt auch erledigt sein. Wir sind zurück. Da steht unser Auto. Und jetzt geht's gleich hier die Piste runter. Ist schon nicht ohne. Er musste auf dem Hochweg Untersetzung einlegen. Aber runter sollte entspannt werden. Also noch ungefähr 1,5 Stunden, vielleicht ein bisschen schneller. Dann sind wir zurück am Camper. Okay, ist tiefer als gedacht. Es schaut irgendwie gerade nach viel Wasser aus. Ich guck mal. Habe ich auch gerade gesagt. Du hättest ja noch die Gummistiefel. Ja, das Wasser müsste ja klar sein. Wir brauchen mal Gummistiefel. Wir sind ja auf dem Weg zu den heißen Quellen und haben hier eine Flussdurchfahrt. Und die ist tiefer als gedacht. Deshalb ist Martin gerade mal mit Gummistiefeln gucken, wie tief das ist, ob wir das machen können oder nicht. Ja, also jetzt könnten wir gut durchfahren, aber wenn es irgendwie jetzt die Nacht regnet oder so, wäre scheiße. Scheiße sagt man nicht. Das heißt, Folge fahren wir jetzt nicht durch den Fluss, sondern fahren weiter nach oben zu einem anderen Fluss, wo man, oder zum gleichen Fluss, aber wo man wohl halt dran stehen kann. und da gibt es auch Thermalbecken, Ja, da kann man im Fluss baden. der aber warm ist. Ja. Okay. Bis morgen Mittag sollen wir wieder wegfahren. Morgen Mittag weg. Okay. Ist ja auch doof dann irgendwie, oder? Ja. Ist die Gibt's da Frage. noch was anderes? Nee, also heiße Quellen nicht. Es gibt noch Freistehplätze. Ja, irgendwie ist es auch nicht das Gelbe vom Ei, aber damit haben sich die Thermalbecken erledigt, oder? Oh, so ein bisschen schon. Kurze Zeit später kam die Schwester der Frau, die wohl die Chefin der Anlage ist. Sie war sehr entspannt und hat uns erlaubt, 2 Nächte hier zu bleiben. Unser Stellplatz für die nächsten 2 Tage mit Sayama-Blick. Und da hinten, wo Julia und Jessie laufen, da soll es einen warmen Fluss geben. Mal schauen, wie warm der wirklich ist.
Wir sind heute Morgen hier ganz traumhaft in den Tag gestartet. Blauer Himmel, Sonnenschein, die Berge ringsrum um uns und dann auch noch umzingelt von Flauschtieren, wie wir so schön sagen, von Lamas und Alpakas, die richtig nah auch am Camper waren, vor uns, hinter uns. Jetzt sind sie noch da vorne und da müssen wir jetzt auch hin, denn wir wollen den Tag mit einem Bad in den heißen Quellen beginnen. Guck mal. Das ist auf jeden Fall ein Name, das habt ihr nur eine. Und es geht wieder zurück. Die heißen Quellen oder das heiße Becken war auf jeden Fall sehr cool. Wir haben gestern 25 Bob Eintritt bezahlt und durften auch hier übernachten. Aber das Wasser ist schon sehr warm, also ich glaube, wir waren eine halbe Stunde drin und alle haben gesagt, es reicht für heute. Oder zumindest für jetzt erstmal, vielleicht gehen wir später nochmal rein. Oh. Es war rutschig. Richtig schön hier mit den ganzen Lamas und Alpakas. Das Schloss wurde geknackt und jetzt kann es weitergehen. Krass, das ist echt rudimentär. Weil die Damen weg mussten, haben sie uns gesagt, wo der Schlüssel liegt, sodass wir uns selbst rauslassen konnten, um uns wieder auf den Weg zu machen. An der ersten Tankstelle gab es leider keinen Diesel für uns, weil Sonntag war. Ich sehe zumindest mal LKWs da stehen. Wie gesagt, wir stellen uns mal an und dann fragen wir mal. Ja. So. Für Verbesserung der Dieselqualität haben wir schon was drin. Jetzt kommt noch Antifreeze rein. So, nachdem die Tankstelle eben ja am Wochenende keinen Diesel verkaufen wollte, haben wir die nächste Tankstelle 1,5 Stunden später erreicht. Markus und ich waren mal wieder fragen und der Eigentümer sagte, gar kein Problem. Auf jede Frage sagt er einfach nur, si, 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 si. Also ob wir das Auto voll machen dürfen, ob wir den Kanister voll machen dürfen, si, si. Von daher, wir stehen noch in der Schlange, aber es ist jeweils nur noch 1 bzw. 2 LKWs vor uns. Von daher sollte das gleich alles gut klappen.
An dieser Tankstelle bekommen wir sogar den einheimischen Preis für umgerechnet 29 Cent pro Liter. Der absolute Rekordpreis unserer Reise. Damit sind wir gut gerüstet für die letzten 100 Kilometer bis nach Uyuni. Diese unglaubliche Salzwüste seht ihr aber erst in der kommenden Woche, falls ihr wieder Lust habt, dabei zu sein. Und bis dahin sagen wir Danke, dass ihr heute mit dabei wart und für all euren Support. Ob per Like, Abo, Kommentar, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Darüber freuen wir uns immer sehr. Also, bis nächste Woche.